Hast du jetzt was mit dabei? Nein. Oh, musst du noch mal fahren? Vermutlich ja. Ja. Bin ich erst dabei? Ja, du bist erst. Ja! Und Ich weiß früher mal, jetzt habe ich mal. das war echt ein saugeiles Rennen, die Strecke hat passt. Ich war zwar von Anfang an Zweiter, aber ich habe mir gedacht, scheiße, ich fahre jetzt in den Weiher. Ich habe drum mein ganzes Zeug, also da Handy, Schlüssel, Zigaretten. Und endlich fahre jetzt in den scheiß Weiher. Ich zeige mir jetzt dann um und dann gibt es eine gescheite After-Race-Party. Siegerehrung. Siegerehrung. After-Race-Party. Ja, so machen wir Also Glückwunsch. Hey, wie heißt denn du? Ackermann Marco. Ackermann Marco. Ja. Wo bist du hier? Ballersdorf. Sauber. Ich bin Erster. Super gemacht, Marco. Das ist mutig. Rauchen, Schatz, du musst rauchen. Also wir haben jetzt die letzten Jahre zweiter, dritter Platz gemacht und jetzt erster. Bravo. Also die letzten Jahre waren wir schon schlecht. Da war es einmal der zweite Platz, dann einmal der dritte und Hai natürlich der erste, weil sonst anders sein. Also, die Damen haben Ja, hier ja, ihren ja, Sekt ja. verdient, Sagt ihr doch mal Sektdusche Bescheid. für die Damen hier im Dorfweiher. Alle drei haben sich getraut, haben es den Jungs gezeigt. Nicht nur haben sie den Schneid auf der Strecke abgekauft, sondern auch den Schneid hier auf der Rampe, wo es reingeht in den Weiher. Es hätte ja nicht sein müssen, weil es ja nicht zählt. Aber sie sind reingefahren. Hut ab vor der Damenmannschaft der Spielvereinigung Trabitz. Bravo. Von Stefan und den Nochmal, von jedem, der noch mitgewirkt hat. Ich hoffe, es hat alle gefallen. Das waren ein hartes Wochenende, jetzt gerade auch nochmal schnell abräumen, die ganze Strecke ist komplett zurückgebaut worden. Innerhalb der, keine Ahnung, unter der Stunde. Wir haben es leider nicht schneller geschafft, wir haben ein paar länger warten müssen, aber die, die Siegerehrung gerne sehen möchten, die bleiben da. Ich starte jetzt erst einmal unsere Bürgermeisterin, Carmen Pebio, um ein Grußwort bitten. Ich habe gesagt, ich fahre vielleicht nochmal rein, wenn wir Bobbycar übrig haben. Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen, guten, späten Abend. Schön, dass ihr doch noch so zahlreich da geblieben seid. Ich denke, ich spreche für alle. Es war heute wieder eine super gelungene Veranstaltung. Hat richtig Spaß gemacht. Für die, die zuschauen und ich denke, wenn die fahren, war es noch umso lustiger und also war echt fun, muss ich wirklich sagen. Was toll ist, alles ging absolut reibungslos und vor allen Dingen auch unfallfrei über die Bühne, es ist nichts passiert. Ich danke euch für die Bereicherung. Die Veranstaltung ist also wirklich für die Gemeinde eine ganz tolle Sache und es geht weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Also wir sind 32 Mannschaften, also das ist wirklich eine stolze Zahl und ich möchte euch da im Namen der Gemeinde ganz, ganz herzlich danken und auch gratulieren. Es ist eine Meisterleistung, sowas organisatorisch auf die Füße zu stellen. Dankeschön. Ja, man muss nicht immer was verstehen, wenn ich jetzt will. Das ist nicht so schlimm. Also, um den Abend nicht noch länger in die Länge zu ziehen, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid, weil ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder einen haben, so ein Bobbycar Rennen. Und mit So haben wir den ganzen Nachmittag damit verbracht, den Besten rauszufinden. Und auf den dritten Platz die Pilots aus Eschenbach, Zera Elias, Zera Noah, Tubek Tobias. Andi. Also herzlichen Glückwunsch, Pilots Eschenbach, dritter Platz, kommt hoch aufs Treppel.
Und mal schauen, ob der wichtigste Umsteller. Dann sagenhaften zweiten Platz hat das Team Bauernsranke erreicht. Johannes Rupprecht, Elias Ackermann und Philipp Wolfram. So, Applaus für die Bauernsranke auf dem zweiten Platz. So, und jetzt für den ersten Platz. Ich weiß, die Milena Frescher, aber ich war trotzdem jetzt noch mal ein bisschen weiter noch ausholen. Vor 3 Jahren haben sie das erste Mal mitgemacht, haben den 3. Platz gemacht. Letztes Jahr haben sie mitgemacht, haben den 2. Platz gemacht. Und heuer haben sie es endlich geschafft, sind an den Ball geblieben. Unsere Damenmannschaft aus Trabitz, Milena Frenzel, Konstanze Merkel und Laura Rupprecht, Platz 1 in der Teamwertung. Und nochmal dazu sagen, das waren die Einzigen, die ihr komplettes Team schon in der Teamrunde komplett im Weiher versenkt haben. Also die Frauen ganz weit vorne. Herzlichen Glückwunsch und Applaus, Damenmannschaft. Und der Matthias überreicht nur den Pokal. Gleichzeitig bestes Damenteam, natürlich der Gesamtsieger. Sowieso gibt es einen extra Pokal. Haben es beides umgeschraubt. Die beste Damenmannschaft und Gesamtsieger. So, und jetzt die obligatorische Sektdusche. Auch wenn wir da bloß ein Bobbycar Rennen haben in Preißach, stellen wir da der Formel 1 nichts nach. Gut, Teamwertung abgeschlossen, aber das war ja nicht alles, was wir an dem Nachmittag gemacht haben. Wir haben alle besten Bobbycar-Fahrer nochmal auf die Strecke geschickt und wollten wissen, wer ist der schnellste Bobbycar-Fahrer. Dabei gab es dann noch so ein kurioses Ende, zu dem gleich mehr. Da kam auf den 3. Platz die Konstanze Merkel von der Spielvereinigung Trabitz der Damenmannschaft. Herzlichen Glückwunsch! Nochmal Sektdusche wahrscheinlich von Konstanze. Nur mal aufs Treppel bitte. So, dann heute Nachmittag das kuriose Finale zwischen Johannes und Marco. Ging leider ein bisschen unglücklich für den Johannes aus, weil er nicht in den Weiher reingefahren ist. Somit auf den 2. Platz, trotzdem super gefahren, Johannes Rupprecht. Applaus für Johannes, herzlichen Glückwunsch. Hat sich schon im Laufe des Nachmittags ein bisschen gezeigt, dass er auch zu den ganz Schnellen gehört. So, und der tapfere Sieger aus Feinersdorf, er ist wirklich reingefahren in den Weiher. Marco Ackermann vom Westside-Team. Voller Einsatz, Applaus für Marco. Zu dem Pokal und Sekt gibt es noch ein kleines Trostpflaster, das wir nicht heute schon überreichen, oder einen kleinen Gutscheinpreis. So, und jetzt noch viel Spaß bei der zweiten und letzten Sektdusche. So, das Bobbycar Rennen 2016 erkläre ich für die Ende, die Party noch nicht, bleibst nur wegen da, verbringst noch ein paar schöne Stunden hier in Preißach.
und vielen Dank an die Anmeldung. Marco, als Sieger will nur kurz das Wort ergreifen. Bitte, Marco. Ja, als erster wollte ich nur kurz sagen, es war eine saugeile Veranstaltung von den auf Weiß, das Bobbycar Rennen. Ich hoffe, dass wir es weitermachen können. Und wir sind zwar als Team von Westside im Viertelfinale ausgeschieden, aber dann habe ich gesagt, ich muss mein Bestes geben und dann mache ich halt wenigstens einen Pokal für unser Team. Und ich hoffe, dass es weiterhin gehen wird, weil es war echt ein saugeiles Rennen und macht es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Wir werden uns freuen und feiern so gescheit. Ja, danke Marco. Also, viert euch. Ist doch auch nochmal Servus. Jetzt gehen wir zur Party. Gute Nacht und trinken ein paar. Feiern wir noch miteinander. Friedlich. Das ist wichtig. Also, haben wir die. Andi, was hast du für eine Nummer? 3. Das ist jetzt voll scheiße, oder? Ja, weil ich ja 3 habe. Das kommt ja jetzt voll scheiße, oder? Wenn wir den Meier fertig waren, Ja, nix wird. alle passen den Meier ein. Kannst knicken. Sonne ist Dami. Trinkst du ein Bier? Dass wir dehydrieren. Hey, du musst ja Gedanken lesen. Du hast gesagt, wenn ich einmal so ein Bier bringe. Du hast durchgesagt. Ja, aber Einfach frei. Ah, sehr gut.